Okay, weiter geht's. Also, schauen wir mal, was der General zu sagen hat. Kann ich jetzt mal mit ihr reden? Roy, you're often so cold, merciless. How did you become that way? You're saying that because I killed the people we fought? Among other things, yes. I won't lose serum. That's the cost of survival. Just being practical. Ich weiß nicht, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden genau sein soll, wenn ich es auswähle. Ja, aber es ist practical. Also man lässt niemanden am Leben, der einen umbringen will. Und die haben sich für ihre Seite entschieden. Insofern, der war schuld. Just a question of being practical, Mary. These people attack us, we beat them. We're better off killing them than letting them live. Man lässt ihnen keine zweite Chance. Even though life is fragile, isn't it? It is, but I'm more interested in keeping mine than theirs. Ja, kommt drauf an, wer es ist. Ne? Hello, Roy. Can I do something for you? I was wondering. I want to tell you something. Tja, also kriegen wir nichts weiter aus ihr raus hier, Mary. Any news? Did you infiltrate the Technomancers? I found documents and overheard a conversation with your friend. Wo hast denn du Dokumente Seems that gefunden? they're building a shadow line and the site is being used for experiments. Your friend sure was intrigued by it. Sounded like it was a question of life or death. Experiments? What does that mean? You didn't find out anything else? I know where the shadow line is. Resistance Fighters der... Ja gut, dass die da waren, ist jetzt wenig hilfreich. Insofern zu wissen, wo die Shadowline ist, ist wahrscheinlich wichtiger, wenn ich eins auswählen muss. The only thing I found out was where the shadow line they were talking about is. It's not far from here. All right. Go there and find out what the Technomancers are up to, and why Wisdom is so interested. What do you want to know? Are you sure that Wisdom is being manipulated? Gute Frage, ja. Ich habe nämlich nicht den Eindruck. This entire investigation started with the idea that the Dowser was being manipulated, but it kind of looks like he's actually behind everything. The fact that he's behind part of the Technomancer's actions doesn't mean he isn't being manipulated. And even if it weren't the case, which would surprise me because I know him rather well, it isn't a reason to turn a blind eye. My duty to Aurora comes first, before my duty to my friend. My guild is my life, Roy. If I had to kill Wisdom and all of the Technomancers to save it, I wouldn't hesitate. Na gut, das will ich hoffen. What do you want to know? Have you been watching over the Resistance fighters for long now? Don't mistake my intentions for a second. I consider these people to be dangerous. But again, they can be useful to us. That was the idea behind this mission. Let that group of idiots keep putting sticks in the spokes of the Technomancers. But I'll be keeping an eye on them. If they go too far, they'll be arrested, and I'll throw them in prison to rot. I'm going. Later. Naja, ich meine, so ganz Unrecht hat er ja auch nicht, ne? Weil, wenn die ja irgendwie sinnlos Anschläge verüben und so, das ist halt destruktiver als irgendwas anderes. Solange sie Technomancer angreifen, hat er auch kein Problem mit ihnen. Insofern, naja. Hey! Hey, please! Please, get us out of here. They're doing terrible things. They use us for tests, expose us to the sun. Some of us have even been operated on. If we stay here, we'll die. Or worse. Help us. We haven't done anything to deserve any of this. I was just in the militia. Okay, I demonstrated against the Technomancers, but that's all. Calm down. I'll get you out, all of you, but I can't break the door down. Do you know who has the key? A Technomancer, of course. Their leader here, I think. He's really powerful and heartless. How horrible. When the General finds out what's happening here, he'll be furious. I wonder why the Technomancers are doing it. You're one of them. I got nothing in common with them, and I don't understand it any better than you. Some of the Technomancers are just sorcerers' apprentices, but that... there must be some reason we're missing.
How'd you end up here? It was just after the demonstration. I thought things were okay. I didn't have any trouble when the leaders of militia were arrested. Then one morning, Source Security showed up at my place. They arrested my wife and me and took us here. She died after they did horrible things to her. What'd they do to you, exactly? I was lucky, in a way. They only put me out in the sun a few times so far. I thought I was gonna die, and I'm covered with blisters, but that's nothing compared to what they did to some of the others. They feed us strange things, disgusting water, pieces of flesh that looks human. Some people had mutant parts transplanted onto them. Most of those people died. They also made the women get pregnant by mutants. We never saw them again. Please, get us out of this hell. I don't really understand the point of all that. Looks like they were trying to get the people to mutate. Könnte natürlich sein, dass sie versuchen, also wir wissen ja immer noch nicht genau, ob die wirklich auf dem Mars leben oder ob die quasi in Gebäuden leben, die von der Außenatmosphäre größtenteils abgeschottet sind. Und wenn das so wäre, könnte es natürlich sein, dass die versuchen, die Leute zu verändern, damit sie draußen überleben können. Vielleicht, weil sie wissen, dass das Leben, wie sie es bisher intern geführt haben, nicht mehr weitergeht oder weil sie es irgendwie einfach wollen. Und die Mutanten sind vielleicht besser angepasst an das Leben draußen und deswegen versuchen sie das irgendwie zu nutzen. Das wäre so das Einzige, was mir auf die Schnelle dazu einfallen würde. Any idea what's making them do this? How could I possibly know what those madmen are thinking? They aren't human anymore. You may have heard something. Nothing. Just the screams of my friends. And that's more than I wanted to hear, believe me. Kann ich mir vorstellen. I'll be back as soon as I can. Da haben wir doch den Obersack, hä? Hau rein. Was? Stand jetzt im Weg. Wollte ich den schön mit dem Erstschlag erwischen und dann trifft es den anderen Dödel, weil er da irgendwie im Weg stand. So was. So, also ihr habt es nur wirklich nicht verdient, weiterzuleben. Sieht ja schon alles irgendwie überdacht aus hier, ne? Auch wenn es nicht ganz abgeschottet ist nach außen. Dann war das wohl nicht der mit dem Schlüssel, hä?
was able to get into the Technomancer buildings and spied on the dowser while he was in the middle of a conversation with one of them. He was very interested in some experiments being carried out on Shadowline nearby. I should go have a closer look. Marco was there as well. He wanted to kill the dowser. I had to kill him to stop him. Das verstehe ich ja nicht. Dann soll er ihn halt laufen lassen. Der wäre eh getötet worden, wahrscheinlich bei dem Versuch. Ich verstehe auch nicht, wieso er jetzt... Weil erst haben sie etabliert, dass sie ja nicht tot sind. Die zucken ja auch noch auf dem Boden. Erst wenn man sie aussaugt mit der Spritze, sind sie wirklich tot. Und ihn habe ich jetzt aber nicht ausgesaugt zum Beispiel, auch bei anderen vorher schon nicht. Und trotzdem wird es dann irgendwie hier gesagt, ja, ich musste ihn töten oder so. Also sind sie auch ein bisschen inkonsequent, was jetzt wirklich... Also wann ist einer wirklich tot, ja? Wisdom is a hero of the war against abundance and is the new dowser for Aurora. He is a former soldier whose strategic skills shown in a number of battles in the previous wars. He is also an excellent speaker who was capable of gaining the support of all the classes of the guild to win the war. And yet, since the armistice, he has abandoned his unifying approach in favor of an alliance with the Technomancers. Political prisoner was arrested by Source Guard for participating in several demonstrations. Since then, he has been a prisoner at the Shadowline and been subjected to the experiments of the Technomancers. Construction at this Shadowline site has started and stopped several times. Aurora has brought a drilling worm here to continue the work. The place is isolated and relatively exposed to the sun and serves as a prison for political opponents. Ja. Okay. Wie viel Schuss habe ich noch? 21. Das ist ein echter Wurm. Das wäre eine Maschine, die sie nur so nennen. Sehr schön.
geht's da weiter? Da drin ist er auch. Okay, dann werde ich jetzt mal nochmal schauen. Fluid 9, Health 10. Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen Munition bauen. Also eine Fluid noch und ein bisschen Munition hier wieder. Soweit, so gut. Ansonsten haben wir 3 Fallen und 4 Handgranaten. Ist ja auch nicht verkehrt. Schauen wir mal. Das kann ich auch. Gerade den eigenen angegriffen, das ist ja cool. What are you doing here? You have any idea how important the research you're interfering with is? Research based on the horrible experiments carried out on Aurora's citizens. I recognize you now. You were at the source when I was a child. Still so sure you're on the right side, huh? That you're always right? Still so full of yourself over your abilities, I guess. But I'll teach you. I'll show you your place. Ja, fuck. Ich gegen den Wurm kämpfen, aber ist die Kampfsteuerung doch so eklig. Was eigentlich mit Devotion? Das ist ja nicht Ihr Ernst, hä? Alter, wie zum Henker. Jetzt habe ich leider die Granaten vergeudet, ne? Weil ich das gewusst hätte. Naja, hilft ja nichts.
ahnen, welchen von den... Welchen von den Dingern er zuschlägt? Okay, also, ich brauche auf jeden Fall Munition und jetzt wird's eklig, weil... Hardware habe ich gar nicht so viel, aber ich kann ja noch mal gucken. Boah, das ist nicht Ihr Ernst, dass man jetzt jeden Scheiß von Hand einzeln konvertieren muss, oder? Und jedes Mal auch noch mal wieder ins Menü erstmal rein. Und jedes Mal noch mal wieder auf Ja klicken zum Bestätigen. Weil ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass die Nailgun so ziemlich das Einzige, was jetzt gerade irgendwie ein bisschen Schaden macht, weil ich komme ja sonst nicht an ihn ran, um ihn irgendwie auszuschalten. Jetzt muss ich erstmal alles, was ich habe, in Hardware umbauen und dann alles, was ich an Hardware habe, in Munition. Und dann hoffen, dass es reicht. Und dann muss ich auch noch gegen den Dödel kämpfen. Ja, ist das nicht toll, so eine Menüführung. Okay, das war das. Viel ist es gar nicht mal, was ich da rauskriege. Okay, das geht auch. Okay. Alter Schwede, hey. Sehr schön.
war nur out of reach am Anfang. Man muss schon auf die Einblendung achten. Bei dem Skill. Überraschung, ich lebe noch. Die Wurschen hat die ganze Zeit nur zugeguckt, wie ich den Wurm da Just us now. bearbeite. Achso, wenn er ein Schild hat. Abhauen oder warum? Roy, Jetzt zur Tür. please, don't kill him. Was? Why should I spare this son of a bitch? You see what he did here? What he's up to? You think the general would let him live? Man könnte doch verhören. I don't care about the general and what he'd do. He's my brother, Roy. He's all I've got left. I stayed with the general so I could keep an eye on him from a distance. Please. Oh! Warum ist die gerade hingelaufen? Boah, weiß ich nicht. Ja, ist dein Bruder, aber mal ehrlich. Wenn das mein Bruder wäre, irgendwo hört es doch auf, ne? Das ist jetzt ja nicht mal so, dass er irgendwie dazu gezwungen worden wäre oder dass er irgendwie nicht weiß, was los ist. Ich meine, es wäre vielleicht noch gut, ihn zu verhören, um zu wissen, was hier wirklich abgeht. Weil wenn ich ihn jetzt umbringe, dann sind wir halt genauso schlau wie vorher, ne? Das ist schon ein Punkt. Wir wissen nicht, was hier abgeht. Wir wissen nicht, ob der Dowser der Urheber ist oder nicht. Das sind alles Sachen, die wir vielleicht rauskriegen können, wenn wir ihn verhören. Und wenn ich ihn umbringe, halt nicht. Und dann, ja, dann habe ich den Schlüssel, dann kann ich die Gefangenen entlassen, aber wir haben immer noch keinen Plan, was hier eigentlich abgeht. Das wäre jetzt eher ein Grund für mich, ihn nicht umzubringen, als nur die Tatsache, dass es halt ihr Bruder ist, weil, ja, ich meine, wie gesagt, irgendwo hört es auch auf, ne? Can tell us what he knows and then go, ja. Ja, wir wissen nicht, was die machen, was die wollen, wer der Drahtzieher ist, nix. Also wenn wir an... Ja, ja. Okay, dann lassen wir deinen Bruder vorerst am Leben, einfach nur in der Hoffnung, dass wir hier Antworten kriegen. Aber hoffentlich gibt er uns auch Antworten, sonst werde ich giftig. Just because he's important to you, I won't kill him. But he better explain all the awful things going on around here. Das ist gerade nicht der Grund, weswegen ich am Leben lasse. Yes, he'll tell everything, then go. Thank you, Roy. I won't forget this. My sister. I didn't even know I had one, and here she comes and helps me. How fortunate. Generosity, shut up. I am saving your life, so show a bit of gratitude. Tell us what's going on here. If that's what you want, we're carrying out experiments for Wisdom, our beloved Dowser. He wanted us to find a way to stop a mutation. That's all I know. Now, here, the key to the cells. I guess the only thing left for me now is exile. So long, devotion. Also ich habe es jetzt eher gerade nicht für sie gemacht, also nicht deshalb gemacht, sondern einfach wegen Antworten. Wobei die Antworten jetzt schon auch ein bisschen dürftig sind, aber immerhin. Ich meine, wir wissen, dass der Dowser dahinter steckt. Er will Mutationen stoppen. Warum auch immer das jetzt plötzlich ein Thema für ihn ist, aber okay. Das wäre seine Motivation. Dafür geht er über Leichen. Das wird ja dann dem General Honor sicherlich auch
gefallen, das zu erfahren, dass sein alter Kumpel hier so ein Arsch ist. Dann können wir dann gleich mal testen, ob er dann wirklich alles tut, um das zu stoppen. Irgendwie ist es schon ein bisschen blöd, dass wir den jetzt am Leben lassen mussten. Keine Ahnung, ob man die Antworten irgendwie anders gekriegt hätte oder ob man sonst einfach auf Verdacht den Dowser für den Verantwortlichen gehalten hätte. Man weiß es nicht. Das ist schon sehr unbefriedigend, dass wir den jetzt am Leben lassen mussten. Also nicht mussten, aber wir sind ja am Leben gelassen haben. Für Antworten, die jetzt auch ein bisschen spärlich sind. Aber ja, also ich meine, zumindest ist es wirklich der eindeutige Beweis, dass der Dowser hinter allem steckt. Die Necromancer nur seine Befehle ausführen. Was es nicht besser macht, aber immerhin ging es nicht von ihnen aus. Also gegen den Wurm kämpfen müssen wir auch irgendwie klar in dem Moment, wo wir gesehen haben, dass der da ist, ne? Okay, wo waren die Zellen da? Ja, können wir die jetzt nicht befreien, oder wie? So, muss ich ihm den geben, den Schlüssel durch seine Zellending. Ich kann nicht einfach aufschließen, das wäre zu einfach, oder? Do you have the key? Please hurry, some of us need help. Here, I finally have the key. Take it and free your comrades. Thanks. Thank you so much. You saved our lives. Ah, okay, da bin ich. Na klar. Direkt die nächste Horde hier. Alter! Na! Nein! Hat er jetzt den richtigen... Verdammt! Alles irgendwo überall hängen geblieben. Das ist auch ein bisschen frustrierend. Also dieses Kampfding, dass man die auch alle markieren muss vorher und so, das ist so behindert gemacht. Regt mich jedes Mal auf. Ja, von deiner eigenen Medizin, du Affe.
So. Ihr seid auch alle fällig. Versteht sich ja von selbst. Okay. Was ist? Steht bestimmt im Tagebuch, dass wir den am Leben gelassen haben, ne? Traurig, traurig. Okay, das war der. Den Skill finde ich eh nicht so geil. Fluid-Regeneration. Mit geladener Waffe die Chance auf kritische Treffer. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Alles andere ist jetzt irgendwie nicht so geil. Die habe ich nicht mal aktiviert, dass ich die freischalten könnte, das ich wollte. Okay, aber hier die. Ja, da wir jetzt doch öfter mit einer geladenen Waffe angreifen, können wir das mal dazu nehmen. Generosity is a very highly placed technomancer at the source. He was responsible for the experiments on mutation carried out at the Shadow Line. He is Devotion's brother. Immense creature, here drilling worm. The immense creature is immune to wounds, stunning and blinding, but very sensitive to electrical attacks. It's fairly slow, but it attacks to an enormous amount of damage and in general cannot be parried. Its carapace can temporarily close, making it immune to all attacks. Be careful of the jets of acid it shoots. They can poison the ground for a short time. Naja. Ist ja nochmal gut gegangen, ne? Also, jetzt wissen wir hier, dass Wisdom der große Drecksack ist, der hinter allem steckt. Was sagst du dazu? What is the Shadow Line site hiding? If you'd have seen it with your own eyes, your stomach would have turned. The technomancers are using the site to carry out experiments on political prisoners. They're putting them through all kinds of torture. Anything that might have the slightest chance of provoking a mutation. Overexposure to the sun, mutant organ transplants, that sort of thing. I put an end to it by freeing the prisoners, and I fought the technomancer who was in charge of it all. The boss spilled his guts. They did everything on Wisdom's behalf. He's desperate to find a cure for mutations. Odd, really. I can't see why. Whatever the situation, he's not giving me a choice this time. I'm going to seal off the Shadow Line so we can get proof of all of that. If you're ready, we can go right away. But I suggest you settle any business you have first. We won't be coming back here. Oh, da werde ich jetzt doch noch mal Ressourcen kaufen. I got a couple of things to deal with first. Then see to them quickly. Come back when you're ready. I'm going. Later. Nicht, dass mir wieder Munition ausgeht, weil wer weiß, was jetzt wieder noch kommt, nachdem wir den Wurm schon hatten. What can I do for you? I wanted to ask you. Okay. I wanted to... Da gibt's auch nichts Neues. Ist bei dir was Neues? Hello, Roy. Can I do something? I was wondering... Nope. I wanted to... Okay. Later. Also, dann gehe ich mal jetzt zum nächstbesten Händler und kaufe mir mal ein paar... Sachen. Also gerade so Munition und Kram. Ich habe jetzt auch einen Haufen Leder und Stofffetzen und so Kram, der ist jetzt hier schon seit Tagen mit mir rumschleppt, aber irgendwie brauche ich das ja auch gar nicht. Ich dachte, ich finde mal noch eine Rüstung, die ich irgendwie aufmotzen muss oder so. Dann
Okay, da haben wir ihn. Also, vorher gucke ich aber mal. Also, Cloth. Ein Leder aus 10 Cloth. Das ist nämlich die Frage, ob ich Leder oder Cloth verkaufe. So, dann kann man noch einmal hier Hardware herstellen. Wanna see my merchandise? So ist es. Show me what you have to sell. With pleasure. Okay, also, wenn wir Cloth verkaufen, gibt es 1. Für Leder gibt es 5, also das lohnt sich nicht. Dann verkaufen wir es einfach so, wie es ist. Was das Kaufen angeht, da haben wir jetzt eigentlich nichts von Wert dazu gewonnen, was wir noch kaufen könnten. Okay, also sind wir eigentlich soweit ausgerüstet. Kaufen wir einfach mal ein bisschen Munition. Ein paar Granaten. Jetzt glaube ich 5. Machen wir mal 10. 7, 8, 9. Die Fallen, ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. So, dann schaue ich mal noch, was ich selber mir hier noch zusammencraften kann. Also ich habe jetzt 8 Fluid und 5 Health Injections. Eins, 2, 3, 4, 10 Health, dann machen wir uns noch 2 Fluids, dann haben wir je 10. Ach, 11 Granaten habe ich jetzt, egal, vielleicht hatte ich aber noch eine. Nailgun, Munition 32. Können wir uns noch einmal bauen, 5 Stück. Wanna see my merchandise? Vielleicht komme ich aber im nächsten Bereich auch nochmal zu einem Händler, wo ich dann irgendwie... Bye. Behalten wir das mal. Ich da vielleicht auch noch mal eine bessere Rüstung kaufen kann oder so. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Das klingt schon so ein bisschen nach finalem Kampf, aber wer weiß. What is the Shadowline site? If you just, I put in the bot. Das hätten sie ja jetzt nicht nochmal machen müssen, aber wir sind fertig. I'm with you. Devotion. I'd like Devotion to come with us. You haven't developed an attachment to my faithful shadow, have you? I don't blame you. She's very effective. Alright, fine. Let's go. Ja, ich fand Mary tatsächlich in den Kämpfen nicht so hilfreich. We're finally leaving Greenhope, after shedding light on what the Technomancers were preparing. Excavations, of course, but especially inhuman experiments demanded by the Dowser. Experiments we put a stop to. It seems he has a very personal interest in the research, but we'll only learn the last word in the story when we face him. Here, I finally laid hands on the killer stalking Shadowlair, but that's next to nothing compared to what awaits us. My dear Devotion is with me, of course, as we march on the Source. Her help and support will be invaluable to me. Because I'm suspicious of Honor now that he's only one step from power. As a precaution, I'll be leaving this diary with Charity.
You have to watch your back in the world of politics. Das ist wohl wahr. There! Kill him! Du hast das Aussaugen vergessen, hast du denn gar nichts gelernt? Meine Güte. Well, this is the Heartless source. But you've already been here, haven't you? When I was a kid, I was confined to the Technomancer's buildings and wasn't allowed on the Dowser's floors. I see. Well, I have to warn you that it's pretty sure we're going to encounter lots of resistance in this building. The Dowser's guards aren't choir boys. But we have to confront Wisdom with his madness. That's the only way to describe what he's done now. And we have to save Aurora. I'm not scared of the Source guards. You know why I'm here. But as for you... I hate the Technomancers. I want to protect innocence. I want to save Aurora. Ja, wahrscheinlich ein bisschen von allem, ne? Aber... Ja, ich denke primär... What Wisdom and his Technomancers did makes me as sick as you. It's time Aurora was free of them, and I'll follow you to the end to make that happen. Sage mal! Kann man hier mal seine Waffe aufladen? Ist ja wohl nicht. So, kann ich die auch wieder plündern? Da wisst was? Sicherung und Hardware. Munition, sehr schön. Aber wahrscheinlich nur ein Schuss. So wie das aussah. Aber besser als gar nichts. Und besser als Kloff oder so. Okay, weiter geht's. Da geht's lang. Ist da unten noch was? Da kämpfen irgendwie welche. Keine Ahnung, wer die sind, aber gut. Da kommen wir eh nicht hin, also kann es uns erstmal egal sein.
Okay, weiter geht's. Lange hält sein Schild. Wollte gerade sagen, meins hält nicht so lange. Stehen mit dem Rücken da zu mir, die wollen sich das nie mit anschauen, wie ich die aussauge. Das ist zu viel für ihre schwachen Gemüter, hätte ich beinahe gesagt. Nee, für ihre zarten Gemüter heißt es. Greift irgendwie der Widerstand die auch gerade an, oder wieso kämpfen die eigentlich alle? Hinter den Gittertüren. Alter! Auf die Lendenwirbelsäule. Oder die Fresse. Geht beides.
Das waren die Prätorianer. Immerhin. Okay, haben wir alle. Sieht so aus. Ist hier in den Ecken noch irgendwo was zu holen? Nope. Oben. Auch nicht. Oh, da war nicht die Treppe, hier war die Treppe. So we're right next to meeting the Dowser in his madness. It's all come down to this. Listen, I'd rather you stayed out here. I need to go in with the General alone. Roy, I served the General for years. I spied for him. Sometimes I killed for him. I understand that you're not sure about me, but he's the one you should be careful of. Honor is a cold man. He never backs down if he thinks he can help his idea of the guild. And power. Be careful. I know guys like him, Devotion, but thanks for the warning. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man ihr mehr trauen kann als General, aber deswegen finde ich es schon ziemlich dämlich, sie jetzt nicht mit reinzunehmen, aber naja. Honor and a technomancer. You said you hated them. Not that it really matters. I suppose I was sure you'd end up finding out and coming here full of righteous anger. You betrayed Aurora, its people, and its ideals. You betrayed us all, and you even betrayed yourself. The people were everything for you, but you let the technomancers do the unspeakable. Why? To be cured? You're not just afflicted, Wisdom. You gave in to madness solely to save your life. And your power. Because you and your honor are beyond its call? The truth, my friend, is that you are like all the others. The only thing you see is the mutation, and it disgusts you. And yet, am I not a hero? Have you forgotten our battles and our victories? Did you know that when I returned from Green Hope, I discovered I had patches of diseased flesh? What was I to do? Okay, das ist eine Mutation. At the time, I thought only of the guild. Without my ability to unite the technomancers and the militia, Abundance would have won. And that made me afraid. Can you truly blame me for this? You risked letting Aurora fall to pieces to save yourself. You ruined everything for that. What would happen if news of your condition got out? If everyone found out you're a mutant? Yes, you disgust me. But not for the reasons you think. You're going to die, Wisdom. But no one will know of your secret. For Aurora. Goodbye. Wieso hat er sich jetzt erschrocken? Es war doch klar, dass er den abknallen wird. Das ist jetzt weniger klar. Roy, I'm sorry. I didn't think he would dare admit to why he did what he did. I don't have a choice now, if I want to keep this a secret. Before you go and do something stupid, I suggest you think twice. I've been keeping a diary, a habit I picked up from a young man who sees more clearly than people think. I gave the diary to people who won't hesitate for a second to make it public if anything happens to me or my friends. It'd be a shame if some of your secrets came to light. That won't happen if you let us go. It's true that a mutant dowser was too big a risk for the guild. Abundance or someone else would have used it against us. The people would have fled. I think you want power, but I hope you'll be able to protect Aurora from its enemies and show its people more respect than your predecessor did. Go, Roy. Go quickly. Go far and never come back. I'll respect our agreement. Goodbye. Ja, immerhin.
hätte jetzt gedacht, dass wir den noch bekämpfen müssen, aber... Okay. Devotion ist jetzt beim General geblieben, oder was? And there you have it. In the name of my guild, I've committed sabotage, spied, even killed. For the sake of a man obsessed with his vision of glory, of honor, and power. We managed to stop the Technomancers. They're now gathered in the source, watched closely, made into a living weapon. I imagine our beloved general would have liked to shove me in there too, but through our agreement I have remained free, and I intend to stay that way. He would have liked to lock Mary up in there too, but she asked me to help, and I arranged for her to stay free. She may be a bit crazy, but she definitely didn't deserve to end up as a suicide bomber. The general also started a cleansing campaign, and all the criminals, people a bit suspect, and of course, traitors, are systematically arrested. If Tenacity had lived, he would have probably ended up working for the guy he was hunting. Honor doesn't believe in finesse. He'll rebuild Aurora according to his vision. Oddly enough, I have the impression that our guild is going to start to resemble Abundance, more aggressive, a police state. That should make Devotion happy, stubborn and apparently faithful as she is. She continues to serve the general through clenched teeth, poor girl. He'll definitely need her. One thing's for sure, Abundance is nowhere near ready to give up, and the Resistance, even though they're being hunted, is still growling in the city slums. Aurora should be able to face anything with a man like that leading it. As for me, because I have to leave the capital, I've decided to join Innocence. He'll probably be angry with me at first for betraying his ideals, but I'll give him his diary, and maybe if he reads it, he'll understand why I did what I did. And so ends my part to the War Log of Innocent Smith. I'll leave it up to him to decide if he's written the final chapter. Ja, also weiß nicht, dass Devotion sich jetzt auch irgendwie dazu entscheidet, dem General weiter zu dienen, weil er da seinen Polizeistaat aufbaut. Ich weiß nicht, wie vernünftig oder realistisch das ist, aber ich meine, wenn man sie jetzt nur als Companion irgendwie so gehabt hätte oder so, aber wenn sich jetzt was entwickelt zwischen den beiden und sie dann trotzdem am Ende irgendwie, weiß ich, für den General weiter irgendwie da die Gestapo führt, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber gut. Ja, General versus Widerstand. Ja, das ist so eine Sache, ne, mit dem Widerstand. Also der Widerstand, über den weiß man dann auch nicht so viel und wie organisiert er wirklich ist und so. Ich meine, letztlich hat der General ja auch irgendwie alles nur mit 2, 3 Leuten gemacht. Insofern, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man auch sagen können, hätte man auch zum Widerstand gehen können, weil am Ende irgendwie alles allein machen kann man immer noch. Ja, so von der Story her und so, ja, ist jetzt irgendwie nichts Besonderes oder so. An manchen Stellen ein bisschen komisch, aber irgendwie ja, ganz nett. Die Steuerung, gerade im Kampf mit diesem Anvisieren und so, ist schon echt irgendwie arg daneben, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so geil. Die Frage ist halt wirklich so ein bisschen, wie sich es jetzt ausgespielt hätte, wenn man, müssen wir sich mal das Ende angucken mit dem Widerstand. Kann natürlich sein, dass vom Spiel her das so gemacht ist, dass es dann irgendwie cooler ist, ja, das Ende, ja, da ist dann halt kein Polizeistaat und so, aber von der Realität her gesehen, das ist tatsächlich so, ja, wenn man halt umgeben ist von anderen Gilden, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen und man hat dann eine Situation, wo man die diktatorische Regierung absäbelt und nichts an dessen Stelle hat, weil in dem Moment, wo der Widerstand gewinnt und sie ja faktisch nur ihre Leute erstmal haben, die irgendwie versuchen müssen, ein Regierungssystem, ein Staatswesen in irgendeiner Form aufzubauen, das kostet halt Zeit und das ist halt eine gewisse Unsicherheit und Unorganisiertheit. Und in der Situation hier, denke ich, wäre es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das wirklich einfach Abundance irgendwie einen neuen Krieg losbricht und die irgendwie übernimmt und so. Es kann natürlich sein, dass das Spiel das so macht, dass das schönere Ende ist, aber wie gesagt, das wäre irgendwie unrealistischer.
Und so wie es jetzt ist, ich meine, irgendwie die Aurora als autarke Einheit gibt's noch. Und ja, ich meine, der Kampf geht weiter halt im Widerstand dann gegen den General. Und wie er es macht, war jetzt auch nicht unbedingt so vorherzusehen. Kann so oder so ausgehen, weil man halt nichts über ihn weiß. Ja, man hat ja jetzt auch keine Informationen, wie er jetzt irgendwie vorher agiert hat oder irgendwas. Ja, das ist wie gesagt das Einzige, was ich jetzt gerade in dem Ende jetzt hier, wo man wirklich was mit Niveau schon angefangen hat, irgendwie komisch finde, ist wirklich, dass sie beim General bleibt. Das macht irgendwie so gar keinen Sinn. Ist auch noch die Frage, wenn man sich irgendwie tatsächlich für die Mary entscheidet, wobei die auch ein bisschen daneben ist. Weiß nicht, die ist irgendwie sehr naiv und irgendwie, ich weiß nicht, sehr komisch, keine Ahnung, ist irgendwie sehr kindlich. Ob sich das auch nochmal irgendwie ein bisschen anders auswirkt, ob die dann tatsächlich mit ihm zusammen zu Innocence geht oder so, keine Ahnung. Naja, gut, also die alternativen Enden muss man sich da mal ein bisschen anschauen, ein bisschen recherchieren. Aber wie gesagt, von der Sache her macht es irgendwie schon Sinn, da erstmal dem General zu folgen, weil wie gesagt, dieses Machtvakuum in so einer Situation wie hier ist halt tatsächlich ein Problem. Ja, und das sieht man ja auch sonst in politischen Situationen. Ja, wenn irgendwie ein Regime irgendwie bekämpft wird, vom Widerstand irgendwie diktatorisches und abgesetzt wird, man hat immer eine ziemlich lange Phase von so ein bisschen Irrungen und wenn es halt in Folge eines Krieges ist, dann ist ja meistens die Besatzungsmacht noch da von den einmarschierten Truppen und von den Siegertruppen, die dann irgendwie noch ein bisschen so Ordnung aufrechterhalten und so weiter und dann 1-2 Jahre irgendwie Sicherheit stabilisieren, Sicherheit herstellen und politische Situation stabilisieren und so, um überhaupt einen Aufbau von irgendeinem neuen Staatswesen und vielleicht dann irgendwie, weiß ich, ein demokratisches Staatswesen oder so überhaupt zu ermöglichen, ja. Weil so aus dem Chaos raus das funktioniert dann wahrscheinlich auch nicht. Und wenn sie dann jetzt hier sich einfach dann Abundance hätten anschließen müssen, weil die dann irgendwie halt mit den Truppen kommen, hätten sie halt auch nicht viel gewonnen unbedingt. Ne? Dann hätten sie jetzt auch ihren Polizeistaat, dann steht da nur ein anderer Name an der Tür, aber das Endergebnis wäre dasselbe gewesen. Wie es jetzt ja dann anscheinend mit dem General auch geworden ist. Nun gut, ja, dann war es das dazu. Ich weiß nicht, ob es noch viel zu sagen gibt. Wie gesagt, Steuerung echt so ein bisschen hakelig im Kampf, nicht so ganz schön. Ansonsten ja, war's das für dieses Let's Play und dann schaue ich mal, was ich als nächstes aus der Modkiste hole oder was es so Neues gibt. Bis dahin, ciao.